The captain is Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit frisch gepressten Themen für euch. Und zwar, die Lufthansa Group hat den Green-Tarif eingeführt, den Trin-Garif, kann man ihn natürlich auch nennen. Nein, er soll bei der Swiss auf der Innerschweizer Strecke verbindlich werden. Dann geht es weiter bei der Lufthansa, keine Streiks, zumindest im Moment mit den Piloten. Eurowings Discover lässt das Eurowings weg und ist nur noch Disco. Und was die Preise so hochsteigen lässt in der Aviation, sind ja, die mangelnden Flugzeuge. Haben wir das nicht immer wieder gesagt? Dann haben wir Luxus am Flughafen. FCT war gestern, jetzt ist es die VIP-Terminal-Evolution vom Frankfurter Flughafen. Kenya Airways hat den ersten Status-Match gemacht mit ihrem Programm Asante. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch ganz wichtig, und zu kommentieren, abonnieren und Kanalmitgliedschaft. Ja, so geht das. Das erste Thema, was wir haben, das ist der Swiss Green Tarif. Und der Swiss Green Tarif ist wie bei der Lufthansa im Konzern, und ihr habt das ja auch an dem Bild gesehen vom Thumbnail, ein Tarif, der relativ oft promoted wird und auch als der empfohlene Tarif angezeigt wird. Aber es greifen weniger als 2% im Lufthansa-Konzern zu diesem Tarif, wo man den Flug direkt kompensieren kann. Jetzt möchte man bei der Swiss die Keule rausholen und möchte den sogenannten Green Fare dort etwas zu 100% bringen, indem man auf dem Innerschweizer Flug, und es gibt auch nur einen, das ist Zürich-Genf, nur diesen Tarif zur Auswahl gibt. Und dann könnte ihr natürlich sagen, ja, warum macht man keine Kooperation mit der Bahn? Man könnte ja quasi in der Schweiz mit der Bahn fahren. Die Bahn ist ja dort im Gegensatz zu anderen Ländern zuverlässig. Aber hey, wer bin ich? Und man möchte halt kurzfristig auf 5% kommen, die diesen Tarif nutzen. Aber die Frage ist der Flug Zürich-Genf 5%? Ich weiß es nicht. Aber schauen wir einfach mal an, dass man diese Emissionen bereits im Preis inbegriffen kompensiert. Also quasi der Ablasshandel, der moderne, hat hier seine, ja, ich denke mal, seinen neuen Höhepunkt erreicht. Und natürlich die Swiss sagt, oh, wir haben noch keine finale Entscheidung gemacht. Vielleicht liegt das auch daran, dass man erst gucken möchte, wie die Leute reagieren. Der Flug zwischen Genf und Zürich ist natürlich ein Zubringerflug, und das muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen. 6-mal pro Tag wird diese Strecke geflogen. Mit der Bahn sind beide Flughäfen innerhalb von 3 Stunden ohne Umsteigen erreichbar. Ja, habe ich doch gesagt. Also wäre doch eventuell eine Möglichkeit, oder? Aber hey, nicht mein Thema. Ihr könnt jetzt kommentieren, und zwar die Frage des Tages. Wie findet ihr den Green-Tarif? Sollte er für alle Flüge gelten, und zwar verpflichtend? Heißt also, wenn wir das bei unseren Concierge-Kunden buchen, buchen wir das nicht unbedingt, weil die alle so öko-jünger sind, sondern weil die einfach sagen, es gibt 20% mehr Horn-Circle-Meilen. Ja, sorry, ist so. Vielleicht sollte man 100% mehr Horn-Circle-Meilen machen. Dann glaube ich, dass dieser Tarif durch die Decke geht. Ja, ist so. Nächstes Thema.
Da geht es auch wieder um die Lufthansa. Und zwar haben wir hier bei den Piloten ja die Friedenspflicht nicht mehr und man muss mit Streiks rechnen. Aber beide haben gesagt, vorerst keine Streiks. Und zwar zum Verhandlungsstand wie auch zu weiteren Terminplanungen macht man natürlich keine Angaben. Seit dem 1. Juli sind natürlich die Warnstreiks denkbar, aber es gibt natürlich für alle, die jetzt im Urlaub sind oder in Urlaub wollen, natürlich ostentatives Ein- und Ausatmen, dass man sagt, wir wollen das nicht, denn im September 2022 hatten die Piloten am 2. September einen Warnstreik und da fielen mehr als 800 Flüge aus, 130.000 Menschen waren betroffen und es wird um 5.200 Pilotengehälter gestritten in der Kerngesellschaft, aber auch in der Lufthansa Cargo. Die Vereinigung Cockpit verlangt 8,5% mehr Geld bei der Laufzeit von einem Jahr. Und man möchte auch die Regelung für die Bereitschaften und die Regelung zu Dienstzeiten nochmal bearbeitet wissen. Das jüngste Angebot des Unternehmens, die Gewerkschaft als unzureichend abgelehnt hat, sind auf 30 Monate gewesen, 8,5%. Und man ist bei der Lufthansa auch wohl nicht auf Details eingegangen, die gefordert haben. Ja, das ist etwas unangenehm. Aber wie wir ja gestern, aber auch vorher schon gehört haben, bei der Condor konnte man das problemlos machen. Aber das liegt ja daran, weil die Condor-Gehälter günstiger sind, niedriger sind und ist halt von 10 Euro auf 12 Euro ist einfacher als von 100 auf 150. Nein, ernsthaft, also ich weiß jetzt, ich verlasse mich da auf Freddy und bin da jetzt gar nicht mal mehr so zynisch. Dann haben wir noch mal ein Thema, was die Spatzen ja schon vom Hangardach gepfiffen haben. Ich habe sogar schon Bilder gesehen von der Eurowings Discover ohne Eurowings. Das heißt also, man trennt sich da von diesem lila Farbschemata und auch von dem Eurowings. Jetzt sagt ihr natürlich, warum hat der lustige Carsten Spohr die Eurowings Discover denn gegründet als Eurowings Discover, nicht direkt irgendwie nur Discover gemacht. Und ja, für viele Passagiere und für viele Kunden ist das ganze Markengeflecht der Lufthansa echt verwirrend und problematisch. Und man hat es gemacht, weil man, als die Bundesregierung noch im Boot saß bei der Lufthansa, ja, also wir machen ja keine richtig neue Fluggesellschaft. Die Eurowings ist ja schon immer Langstrecke geflogen. Jetzt machen wir halt Eurowings Discover, um es ein bisschen klarer für die Kunden zu machen, bla 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 bla. Und damit hat man das Ganze dann durchwinken können. Und die Verwirrung war aber trotzdem da. Im Konzern hat man das natürlich auch mit bedacht und hat jetzt gesagt, man möchte mit der Touristik-Airline schwarze Zahlen erreichen. Und zwar im Juli 2021 ist man ja mitten in der Pandemie gestartet. Allein im vergangenen Jahr lag das Minus nach Informationen aus Konzernkreisen bei 170 Millionen Euro. Für das laufende Jahr geht das Management dagegen von einem Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe aus. Ein Sprecher des Unternehmens hat die Zahlen natürlich wie immer nicht kommentiert. Und der angepeilte Gewinn soll über eine Ausweitung der Flüge erreicht werden. Und man will dieses Jahr noch bei Eurowings Discover, oder muss ich jetzt nur noch Discover sagen, sagen wir einfach Disco, reden. Zunächst noch innerhalb der bestehenden Flotte und das wird dann spannend. Also die werden natürlich keine 380er kriegen, ist ja klar. Aber Discover könnte 350er und 787 bekommen. Hört. Und wenn man aktuell mit den 22 Flugzeugen, darunter sind 12 A330, 10 320, kann man natürlich auch Ziele ansteuern. Künftig können die Tochter aber vielleicht auch natürlich mit der 787 und 350er fliegen. Die Frage ist, bekommen die dann Allegros? Oder wie heißt das dann bei Discover? Heißt das dann Discovery Couch, Discover, ich weiß es nicht, Disco, die Namen sind da viele. Schon länger wird auch in die Umbenennung halt irgendwie in der Branche gesprochen. Ich habe auch ein Bild gesehen, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte. Im Prinzip können wir uns das so vorstellen, dass hinten also das Flugzeug weiß ist und dann steht da einfach nur Discover drauf
und kein Lila und dann am Leitwerk wieder halt langweilig. Eurowide, so ist das. Die Lufthansa-Spitze wollte zunächst sicherstellen, dass der Sommer so verläuft, wie er ist. Heißt also problemlos. Im vergangenen Jahr gab es ja viel Probleme im Konzern mit diesen ganzen Themen, aber möchte auch damit signalisieren, dass es sich bei dem Ableger um etwas völlig Neues handelt. Also quasi die Erfindung des Rads neu oder so. Auch hier könnt ihr mal kommentieren, ob ihr jetzt die Eurowings Discover oder Discover, ich muss mich dran gewöhnen, das ist wie ITA und Alitalia, dass man dort dann, ja, soll ich das jetzt sagen? Nein, ich sag's nicht. Ich möchte da jetzt nicht wieder gehässig werden. Aber nun gut, es ist halt wirklich so, dass sie da einige Probleme lösen müssen. Und in meinen Augen geht's doch. Ich sag jetzt doch natürlich. Ja, ihr kennt mich ja. Es ist halt so, dass man dort einfach nur wieder die Gehälter kürzen möchte und das Geschäftsmodell braucht halt eine Vertriebsmacht und Eurowings kennt sich mit der Vermarktung von Kurz- und Mittelstrecken aus, aber nicht mit der Langstrecke und das war das Riesenproblem. Und die zweite Erkenntnis ist, dass bei der Langstrecke ein Drehkreuz gebraucht wird, an dem Großraum, oh Gott, was trinken? Bei dem Großraumflugzeuge befüllt werden, Hub and Spoke ist dort das Thema. Und wen haben wir als Vorbild? Edelweiss. Deshalb verstehe ich gar nicht, warum man Edelweiss nicht nach Deutschland exportiert hat. Vielleicht als Edelweiss Deutschland. Aber wer bin ich, dass ich so etwas hier vorschlage? Hier könnt ihr unten mal schreiben, was ihr davon haltet, was ihr von der Lufthansa als Mutter denkt, dass sie ihren Euro-Disco oder jetzt nur noch Disco so auf dem Markt aufstellen möchte. Ist das für euch eine Alternative oder sagt ihr, naja, nun gut, das ist halt wieder noch eine nächste Marke. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch eine Marke, die vielleicht noch günstiger am Markt ist und das nennt sich dann vielleicht wieder Germanwings oder so. Den Markennamen hat man ja noch. Also schreibt unten, was ihr davon haltet und ob ihr Carsten Spohr da versteht, was er macht. So, teure Tickets. Wir haben es ja immer wieder gesagt, die teuren Tickets sind deshalb da, weil es nicht genug Flugzeuge gibt, aber auch nicht genug Crews. Und da hat man jetzt die Airline-Margen auch natürlich happy, aber, und das ist für uns halt das Problem als Passagiere, dass wir dort sehr viel zahlen müssen. Und wenn wir uns jetzt das Ganze angucken, was die Allianz dort als Kreditversicherer Trade, oder wie heißt das, Kreditversicherer Allianz Trade, dort herausgefunden hat, ist, dass es halt die Flugzeuge sind, die fehlen knappe Angebote an neu fertiggestellten Flugzeugen und die hohe Reisenachfrage. Sag ich, ja, das ist ja phänomenal, was ihr da habt. Aber nach den 3 verlustreichen Jahren könnte die Luftverkehrsbranche 2023 in die Gewinnzone zurückkehren. Und man bleibt aber mit den fehlenden Kapazitäten halt wirklich dem Problem treu. Und dieses bremst die Fluggesellschaften. Wir können uns das ja auch nochmal ganz genau angucken, wenn wir bei Lufthansa schauen, wie viele Flugzeuge es dort gibt. Dann sehen wir ja, dass die ganzen Flugzeuge gar nicht mal alle eingesetzt werden. Also ich denke nicht, dass das Problem die Flugzeuge sind. Das Problem ist eher die Bereederung. Das heißt also, es gibt nicht genug Personal. Und was auch ein Riesenproblem ist in meinen Augen, die Flughäfen können das ja gar nicht leisten. Also deshalb ist für Lufthansa die Situation aber auch gar nicht so schlimm, weil die sind ja eigentlich froh, dass sie mit weniger an Flügen mehr an Knete machen. Also für den Aktionär geiler Scheiß. Wie seht ihr das? Sagt ihr, dass es dort in irgendeiner Art und Weise was falsch läuft, sollte die Lufthansa mehr auf den Markt bringen? Oder ist das vielleicht für Global Airlines mit den 380ern ein Wachstumsmarkt, weil es keine Flugzeuge, aber auch Märkte gibt? So, jetzt gibt es ein Thema, was ich ja mag.
FCT war gestern, neues VIP-Terminal in Frankfurt am Flughafen. Da will ich euch einfach mal Bilder geben und da könnt ihr das mal sehen. Also das ist ja mal der Eingangsbereich. Denn der Flughafenbetreiber Fraport nimmt heute ein weiteres Domizil für sein Premium-Produkt Frankfurt Airport VIP Service in Betrieb. Das neue VIP-Terminal befindet sich im Ankunftsbereich A des Terminal. Fraport wird auf der zweigeschossigen Fläche insgesamt 1700 Quadratmeter künftig vorrangig ankommende und abfliegende VIP-Gäste betreuen. Das neue Konzept ergänzt bestehende VIP-Räumlichkeiten im Fluggastbereich B, die künftig als Transit-Lounge in erster Linie umsteigende Passagierinnen und Passagieren vorbehalten sei. Unsere VIP-Service blicken auf mehr als 50 Jahre Tradition zurück. Luxus, Durchreise und Eventfläche für bis zu 100 Gäste. Jetzt gebe ich euch mal noch ein Bild. Da seht ihr zum Beispiel den Amber Room. Das ist doch auch cool. Jetzt fragt ihr natürlich, was kostet es, wenn ich in einen Amber Room möchte? Da liegt der Preis bei 430 € für die Einzelbetreuung. Und wenn man Mitreisende hat, kostet das pro Person 240 €. Das ist billiger, als sich den Hon zu erfliegen, wenn man nur ins FCT will. Und der besondere Vorteil im Vergleich zu den anderen VIP-Angeboten, die Frankfurt Airport VIP Service bilden die komplette Reiseprozesskette durchgängig abseits der Prozessstellen im Fluggastgebäude ab. Sie verfügen über eigene Sicherheitskontrollen und das ist natürlich richtig geil. Da haben wir noch ein Bild, Conferencing Room. Dann haben wir dort, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Ist das der Indigo-Saal? Ich hätte jetzt fast gesagt, der blaue Saal, aber Indigo ist ja bleu. Dann gibt es noch die Library. Wer lesen möchte, kann da natürlich schauen. Also ich finde es hübsch, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Da haben wir das Ganze nochmal aus einem anderen Winkel. Geil finde ich auch die Fenster. Ich bin mal gespannt, ob die Fenster wirklich nach draußen zeigen oder ob das wieder so ein Fake ist. Da bin ich mal gespannt. Das ist der Superior Room. Auch nicht schlecht. Und last but not least, es gibt eine Bar. Hier links könnt ihr euch das vorstellen. Da gibt es Getränke. Ich hatte eben noch ein besseres Bild. Ich weiß gar nicht, wo das hingekommen ist. Aber ihr wisst ja, für 430 € und 240 € pro Gast harter Tobak. Aber nun gut, wer Privacy möchte, das ist besser. Da brauchst du auch nicht zum FCT zu tippen. Also hübsch. Könnt auch hier unten mal kommentieren, ob das für euch was ist. Ob ihr sagt, das ist eine coole Geschichte oder eher uncool. Also ich finde es cool. Ich finde es auch hübsch. Ich finde es elegant. Aber kommentiert, dann können wir das gleich nochmal im Rundown besprechen. Dann geht es weiter mit Kenya Airways. Kenya Airways, das haben wir ja mal uns angeguckt und ich hatte euch ja auch dort einen Statusmatch vorausgesagt. Aber das war jetzt nicht so, weil ich Hellseher bin, sondern weil das natürlich das Logischste aller Sachen ist. Warum? Weil sie natürlich bei Air France KLM rausgegangen sind. Und jetzt haben sie lustigerweise für KLM Air France als erstes das Ganze freigemacht. Heute hatten wir zum Beispiel für einen Kunden eine Anfrage bei Turkish Airlines gemacht, die natürlich nicht durchgegangen ist, weil es halt von Starlines auf Starlines, es geht einfach nicht. Aber hier ist es so, dass wenn man bei Air France KLM einen hat, dann kann man dort den Status-Match machen. Und die Frage ist halt wirklich, ob es Sinn macht oder nicht. Wenn man den Status vielleicht verliert, dann kann man das machen. Aber ich glaube, wenn man mit Kenia nichts zu tun hat, dann ist das eher Perlen vor die Säue geschmissen. Ja, damit haben wir dann heute die Folge wieder durch. Ich bin leicht erkältet. Ich weiß nicht, ob ihr an meiner Stimme hört. Bin da auch etwas kurz angebunden. Trotzdem 18 Minuten 38. Und da gibt es die Frage des Tages, Entschuldigung. Die Frage des Tages, wo haben wir sie? Und zwar, wie findet ihr den Green-Tarif? Sollte er für alle Flüge gelten? Da bin ich mal wirklich gespannt, was ihr dazu so zu sagen habt, inwieweit ihr sagt, hey, das ist geiler Scheiß. Und jetzt gehen wir natürlich auf eure Fragen ein und auf eure Kommentare und natürlich mal gucken, wer hier grüßt. Hallo Jörg, hallo Bernhard, hallo Frank, hallo Frank aus Bremen, hallo Thorsten, hallo Guido, dann hallo Stadtbär, heute mal aus dem Heimatgefilden in Pankow, hallo Sven
Und vielleicht sollte ich mal rauchen, dann weiß ich auch, warum ich huste. Ja, unglaublich. Green-Tarife sind nur Rosstäuscher. Fliegen wird mit Sicherheit dadurch nicht umweltverträglicher. Lieber investiere ich in das gesparte Geld in gute Drinks an Bord. Ja, das ist Ablasshandel. Also, das ist so. Schön, dass dir das Intro gefällt. Aus Schöneberg grüßt Sven, das ist auch gut. Ist für mich eine versteckte Preiserhöhung. Ja, das ist so, Fliegen ist zu günstig. Und ich muss mal gerade gucken, ich habe doch das Bild hier gehabt. Wo haben wir es denn? Downloads. Date Edit, wo ist es? Screenshot, ich glaube, das ist es hier. Hier sieht man es jetzt. Und zwar ist es so, dass der Green-Tarif kostet 316 Euro, Schweizer Franken, Entschuldigung, anstatt 264. Also es ist schon in der Tat, und das ist nur ein One-Way, ne? Also da müssen wir noch den Rückflug nehmen. Dann sieht man das. Aber das Spannende an der Geschichte ist halt, dass er fast flexibler ist als der Business Flex. Da macht der Business Flex eigentlich keinen Sinn mehr. Dann Green-Tarif für alle obligatorisch, okay. Ich mag dann lieber mein grünes Lacoste-Krokodil. Dann versteckte Preiserhöhung mit mehr Leistung, denn 20% mehr Staats- und Prämien, Sitzplatzgepäck und kostenloser Umbuch zusätzlich eventueller Tarifdiscount. Genau. Also es gibt auch schon mehr Leistung, das finde ich jetzt. Aber die Frage ist dann, wenn das wieder drin ist, zwangsmäßig, ob man dann nicht wieder dazu rübergeht und sagt, na, also die 20% gibt es nicht, das gibt es nicht. Also das ist halt immer die Gefahr, dass man, wenn man jetzt was gibt, dass man das dann wieder nimmt. Und das ist in meinen Augen halt das Schlimme. Ja, nee, machen sie auch nicht. Also ist im Moment nicht geplant. Guido findet es furchtbar. Ist bekannt, wohin der Greenbudget... ja, das ist bekannt. Das wird in SAF, in Sustainable Aviation Fuel, investiert und noch irgendwas. Also insofern haben wir wieder ein paar Bäume gerettet. Hallo Ronny, Guido, ich habe es ja gesagt. Ganz ehrlich, ich blicke langsam bei Lufthansa im Konzerntöchner bald nicht mehr durch. Nee, das macht man auch nicht. Der Green-Tarif ist wirklich nur eine eindeutige Transparenz gegeben, ist, wo das Geld hingeht. Ja, das sagen sie ja auch. Also Green-Tarif, der geht... Ich muss mal gucken. Green. Also die schreiben das und ich meine, es geht in die in SAF. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, dass wir es auf Deutsch machen. Und da haben wir das dann auch. Und dann gebe ich euch mal die Seite, dann haben wir das auch. Das ist es. Zack. Ah nee, das müssen wir dann einmal wegmachen. Zack, so habt ihr das jetzt. Und zwar bietet als erster internationaler Luftfahrtkonzern einen Tarif für CO2-neutrales Fliegen, steigende Nachfrage, nachhaltiges Angebot bei 2%, klar. Bereits mit klarer Strategie nach bla, sollen 30 netto. Ich weiß jetzt nicht, steht hier irgendwo, wir wollen nachher. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen, aber ich meine, es würde ins SAF gehen, also das heißt in Sustainable Aviation Fuel. So. Piefig aus schlechter ist die Business Lounge in La Romana auch nicht. Naja, nun gut, aber es ist halt wesentlich leerer und die Speisen sind qualitativ hochwertiger. Hallo Simon, Grüße aus Österreich, Grüße zurück. Habe mir heute ein LA Business Schnäppchen gecheckt. Sehr gut, freut mich. Kannst ja mal schreiben, wann du nach LA fliegst. Ich selber bin vom 11. September bis zum 11. Oktober mindestens in Los Angeles. Ja, aber da solltest du uns mal schreiben, Bernhard, wenn du den Tarif gebucht hast, warum du den gebucht hast. Weil du so ein Öko-Bürger bist oder weil du sagst, es gibt mir Meilen. Da wäre ich mal auf deine ehrliche Antwort gespannt. Also Ausland lohnt sich mehr Meilen zu kriegen, aber Inlandflüge Deutschland lohnt sich der Preis nicht. Also, damit haben wir die Antwort. Es geht sich um mehr Meilen, aber nicht, weil wir alle so ökologisch geil sind.
24 Minuten, 30 Sekunden, meine Stimme versagt gleich. Ich merke das schon. Keine Ahnung, wo ich mich erkältet habe. Vielleicht an dem Frankfurter Allegris-Event. Die kurzen Hosen waren zu kurz. Ist halt nicht mehr so wie früher, wenn man das ab kann, wenn man älter wird. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz wichtig, immer wieder kommentieren, Kanalmitgliedschaft. Und dann müssen wir auch mal die T-Shirts in Angriff nehmen. Da kommen für die Business Class Member die T-Shirts bald. Ja, ich habe schon gesehen. Bleibt gespannt. Also, bis dann. Viel Spaß und tschö mit Ö. Also, bis dann. Ciao. So, wo ist denn hier Ende? Ah, hier ist Ende.